Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es einmal um diesen BMW, 1er BMW, 125 kW, Baujahr 2008 und bei dem haben wir das Problem, dass dass der permanent Verbrennungsaussetzer hat. Und ja, ich will einmal mit euch zusammen die Diagnose machen, beziehungsweise mit euch einmal herausfinden, was für ein Bauteil defekt ist, euch quasi mitnehmen zur Diagnose. Wir werden einmal komplett Fehlerspeicher auslesen, dann werden wir, ich habe auch die passenden... Ja Leute, ganz kurze Einblendung, und zwar dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken, vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. In dem Fall haben wir viele Einzelfunken-Zündspulen. Das bedeutet, auf jeder Zündkerze habt ihr eine einzelne Zündspule und die gehen sehr, sehr häufig gerne kaputt. Wir werden das Ganze einmal zusammen auslesen, zusammen löschen. Der Fehler ist permanent da. Das ist einerseits gut, weil wir können dann besser diagnostizieren, weil der Fehler halt permanent da ist. Wenn er hin und wieder mal verschwindet, ist das immer wieder mal schwierig. Und von Ottofix haben wir auch den Diagnosetester zur Verfügung bekommen. Den benutze ich sehr, sehr gerne als Allrounder. Und mit dem lesen wir auch einmal aus, beziehungsweise vielleicht blende ich auch nur den Fehlercode ein. Müssen wir gleich mal gucken, weil ich habe noch kein Bildschirmaufnahme auf dem Tester drauf. Da bin ich mit der Firma noch ein bisschen am Sprechen, wie wir das besser aufnehmen können. Ja, ich denke mal, wir fangen damit an. Ich lasse ihn einmal laufen. Ihr könnt euch das Ganze einmal anhören, wie er unrund läuft. Dann zeige ich euch die Motorstörung, dann lesen wir einmal aus. Und ja, ansonsten, ja, wichtige Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Der hat 2 Liter Benziner und den starten wir jetzt einmal und dann könnt ihr euch das Ganze mal anhören. Und da hört man und sieht man, wie extrem er ruckelt. Auf BMW, dann kann ich euch gleich auch einmal den Motorcode durchgeben und dann haben wir auch den genauen Fehlercode. Okay, das ist der E87 120er i, Baujahr 2008 sogar, Fahrzeugstand, ja stimmt, Baujahr 2008. So, gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir können auch gleich mal in die Live-Parameter gehen und gucken, ob das wirklich auf dem Zylinder immer noch permanent Verbrennungsaussetzer sind. Und uns das Ganze einmal bildlich darstellen lassen. Da seht ihr dann auch einmal Spannung. Zu empfehlen ist immer, Batterieladegerät anzuklemmen, beziehungsweise dass der Spannung hält. Aber ich versuche das jetzt ganz schnell mit euch auszulesen. So, Zündung ist an.
sollte eigentlich recht schnell passieren. Und diesen Autofix habe ich schon bestimmt ein halbes Jahr und hin und wieder mal ausgelesen. Mit dem kann man nicht nur auslesen, löschen, sondern auch Grundeinstellungen machen, Service zurücksetzen und. Den verlinke ich auch mal unten, wer noch einen guten Allrounder sucht. So, jetzt aber. Normalerweise geht es echt viel, viel schneller, nur heute irgendwie wollte der OBD-Stecker schon bei einem Auto nicht. So, ihr könnt dann hier einmal auf Autosuche gehen oder direkt ein Steuergerät auswählen. Nehmen wir jetzt einfach mal direkt, damit das jetzt nicht zu lange dauert. Antrieb, dann gehen wir auf Motor. Fehlercodes auslesen. Und das Gute ist, alles auf Deutsch. Das ist immer so ein Krampf, wenn man irgendwelche Diagnosetester hat, die auf Englisch sind. So, und wir haben hier Zylinder 4 Verbrennungsaussetzer. Digitales Thermostataktivierung, digitale NOx, Katalysator. Kann sein, dass das halt Folgefehler sind. Und wir können ja einfach mal löschen. Dafür okay. Keine Fehler erkannt. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben, damit er ein bisschen beziehungsweise wir können hier auf Live-Daten gehen und gucken, ob er den Leerlauf, Laufruhe Werte. Und dann sehen wir auch hier, im Prinzip sieht man, dass der erste und vierte, der vierte natürlich am beschissensten, aber man sieht, dass es immer schlimmer und immer schlimmer wird. Der kommt jetzt raus. Natürlich versuchen die anderen gegenzuregeln und deshalb war wahrscheinlich den Fehler drin. Ich würde jetzt gerne Gas geben und auf den Tester gucken. Moment. Und zwar so sieht es dann aus. Die anderen sind alle einigermaßen im Bereich gewesen, aber sobald er anfängt zu ruckeln, der ist jetzt wahrscheinlich noch nicht warm genug. Ja, der läuft jetzt auch im Moment einigermaßen. Aber sobald wir den jetzt gleich ein bisschen aufheizen, dann sollte der eigentlich richtig, der vierte sollte richtig, richtig schlecht werden. So, Moment. Ich würde das auch gerne sehen. Beziehungsweise da, der wird schon immer schlechter, immer schlechter. Vielleicht sollte der schon. Ja, werdet das jetzt wahrscheinlich auch nicht hören ohne Mikro. Auf jeden Fall hier seht ihr, dass der Wert viel, viel schlechter geht. Ja Leute, und jetzt werden wir Folgendes machen. Wir bauen das Ganze hier einmal im Speed-Modus aus. Werden wir die einfach zum Beispiel vom vierten Zylinder auf den ersten Zylinder wechseln und dann mal eine Probefahrt durchführen und gucken, dass er uns wieder den Fehler schmeißt. Und dann gucken, wenn er auf dem vierten Zylinder bleibt, dann ist irgendwas im vierten Zylinder wie Kette, Einspritzdüse, was auch immer da sein kann. Oder es ist einfach nur die Zündspule und dann haben wir den Fehler auf dem ersten Zylinder. Wir bauen das Ganze mal aus. So, und hier könnt ihr jetzt Folgendes sehen. Ihr habt einmal die Zündspulen, dann habt ihr einmal die Einspritzdüsen bzw. Einspritzventile. Ne, Einspritzdüsen schon mittlerweile. Und es kann natürlich auch sein, dass die Ventile ein Weg haben oder dass die Steuerkette eventuell ein Weg hat, eventuell. Aber wir gehen jetzt in Richtung Zündspule. Hier ist der erste Zylinder, 1, 2, 3, 4. Der hier macht Mucken und da kann man jetzt Folgendes machen. Entweder die halt von vierten Zylinder auf den ersten Zylinder umstecken, vertauschen. Wir wechseln jetzt einfach mal den vierten auf den ersten, machen dann eine Probefahrt und gucken dann mal, was er morgen sagt. Beziehungsweise vielleicht ist auch noch ein bisschen später. Also wir haben jetzt den vierten in den ersten reingemacht und dann sollte uns nach einer Probefahrt oder nach einem längeren Testen eventuell entweder wieder der gleiche Zylinder anzeigen oder der andere Zylinder, wenn es die Zündspule ist. Wenn es immer noch der gleiche Zylinder ist, dann wird es schwieriger. Es kann dann natürlich immer noch die Kerze sein, Kompression sein, Einspritzventil sein,
ansaugmäßig irgendwas oder Steuerkette im schlimmsten Fall, aber davon wollen wir jetzt noch nicht ausgehen. So, dann können wir das Ganze wieder eigentlich auch so lassen und können so das Ganze testen. So, ich habe jetzt mal eine Probefahrt gemacht und den jetzt richtig warm gefahren, so dass er endlich Verbrennungsaussetzer gezeigt hat. Wir lesen jetzt mal zusammen aus. Jetzt ruckelt er auch die ganze Zeit permanent. Und jetzt haben wir Verbrennungsaussetzer auf dem ersten Zylinder. Ja Leute, die neuen Sachen sind angekommen. Wir machen neue Zündkerzen rein. Ist zu empfehlen, wenn ihr Zündspule wechselt, die Kerzen mitzuwechseln. Warum? Weil der Kontaktabstand zwischen, ja, wird jetzt keinen Fokus machen, auf jeden Fall die Kerze verschleißt. Dadurch habt ihr einen größeren Kontaktabstand, dadurch muss die Zündspule mehr Power aufbringen. Deswegen meiner Meinung nach, und dadurch kann sie sich selber zerstören. Deswegen zu empfehlen, die Kerzen neu zu machen. Und die neue Zündspule von der Marke NGK zum Beispiel. Kauflinks, alles unten in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig, ihr benötigt eine spezielle Zündkerzennuss. Ich zoome gleich mal eben ran. Denn wie ihr sehen könnt, ist das einmal eine Vielzahn. So sieht das Ganze einmal aus. So, das ist nämlich eine Vielzahnnuss. Ja, das wollte ich noch einmal erwähnen. Kauflinks unten in der Videobeschreibung. Das Werkzeug werden wir von XXL Automotive bzw. von Stahlmax oder Reptool unten verlinken. Mit dem Code VITAWOLF kriegt ihr 5% auf das Werkzeug, wenn ihr das benötigt. Ich würde mal sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal ein und gucken mal, ob das Ganze jetzt endlich behoben ist und er vernünftig läuft. So, und hier könnt ihr sehen und erkennen, ob die Kerze verschlissen ist. Ich zeige euch das mal. Da könnt ihr sehen, links oder rechts für euch, da die alte Kerze. Seht ihr, der Kontakt ist schon dreieckig und verschlissen. Der Kontaktabstand ist viel größer. Neue ist klar, ist noch rund und die soll halt nicht so extrem dreieckig schon sein. Das ist nicht gut, nicht richtig und verschlissen. So, jetzt haben wir alles eingebaut und können das Ganze jetzt mal starten, Probefahrt machen und gucken, ob das Ganze wieder in Ordnung ist. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht viel hören, weil Mikro ist ja nicht an der Kamera, sondern an mir. Oh. So, ich habe den Fehler jetzt einmal gelöscht, habe schon eine Probefahrt durchgeführt, habe ihn jetzt abkühlen lassen und wollte ihn jetzt nochmal mit euch starten, im kalten Zustand. Nochmal gucken, dass das jetzt alles okay ist. Ja, er ist jetzt noch ein bisschen warm. Aber das wird schon in Ordnung sein, gehe ich sehr stark von aus. Ja. Ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt noch im Speed-Modus zusammen.
So, das haben wir auch sauber. Ja, Leute, nochmal kurzes Fazit dazu. BMW E87, BMW E81 ist im Prinzip dasselbe Modell, nur ob Viertürer oder Zweitürer. Motorcode N43, 125 kW, 2 Liter. Der Motor ist nämlich auch im Dreier drin. Und ich glaube, hier noch ein paar Modellen könnt ihr ja gerne unten reinschreiben. Weil wir hatten den Motor auch bei, ich blende das mal ein, da war das natürlich nicht so einfach, dass einfach nur die Zündspule kaputt war. Da haben wir mehrere Teile gehabt, 3 Teile, wo es im Endeffekt, glaube ich, die Einspritzdüse war. Deswegen, das ist eine Möglichkeit, wie man so eine Diagnose machen kann. Das Ganze umstecken. Wichtig, wenn ihr Zündkerzen wechseln möchtet, benötigt ihr die spezielle Zündkerzennuss, Kauflink auch. Beziehungsweise wir machen jetzt einen Kauflink unten ungefähr hier in dem Bereich. Da könnt ihr auf XXL Automotive gehen, da könnt ihr das Ganze raussuchen mit dem Rabattcode, wie ihr wollt. Und Kauflinks von der Zündspule, von den Kerzen machen wir natürlich auch in die Videobeschreibung, könnt ihr euch das Ganze angucken. Ja, zum Glück war es nur die Zündspule. Es kann natürlich sein, bei euch oder andere Modelle, dass dann nicht nur die Zündspule kaputt ist, beziehungsweise dass es immer noch im gleichen Zylinder bleibt und dann Einspritzventil eventuell kaputt oder irgendwas im Zylinder nicht in Ordnung, zu wenig Kompression oder Steuerkette oder Verkabelung, Motorsteuergerät. Es können immer viele Auswirkungen haben, was die Ursache ist, warum so ein Motor ruckelt. In dem Fall haben wir jetzt Glück gehabt, Zündspule fertig gemacht und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Deswegen wechselt regelmäßig die Zündkerzen und ich hoffe, mit dem Video habe ich euch weitergeholfen. Das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!